Moin Leute, ja, heute möchte ich euch gerne Habdan von der Nischenmarke Parfums de Marly vorstellen. Ich finde, dass Habdan so ein bisschen unter dem Radar fliegt und das liegt unter anderem eben an den Verkaufsschlagern des Hauses. Es gibt Pegasus, Layton, Harrod, Carlyle und wie sie alle heißen. Ich finde aber, dass Habdan sich dann nicht verstecken muss, ganz im Gegenteil. Ich möchte auch gleich zu Anfang betonen, dass Habdan für mich einer der wenigen Düfte ist, die eben nicht süß riechen. Die eingangs genannten Düfte sind ja eben auch unter anderem für die Süße bekannt und das ist hier meiner Meinung nach in Habdan auf jeden Fall anders. Die frischeren Düfte wie Percival, Sedley und so weiter, die klammern wir natürlich mal aus. Für mich ist Habdan ein trockener, würziger und vor allem ganz wundervoller Duft. Es ist ein Release aus dem Jahre 2013, also gibt's auch schon so einige Jahre. Wir haben im Kopf Safran und Weihrauch und ich finde, dass in der Kopfnote sich diese beiden Duftnoten wirklich so die Waage halten. Also man nimmt wirklich so zu meiner Meinung nach den gleichen Anteilen eben Safran, aber eben auch Weihrauch wahr. Im weiteren Duftverlauf zieht sich meiner Meinung nach dann die Weihrauchnote so ein bisschen zurück, ist aber immer noch präsent. Die Safrannote ist da auf jeden Fall ja die Note, die dann deutlicher zu riechen ist. Im Herzen haben wir dann eine richtig tolle Apfelnote. Das ist meiner Meinung nach nicht die Apfelnote, die wir so aus Layton kennen, weil ich empfinde den Apfel hier in Habdan etwas herber, fast schon so leicht sauer. Dazu nehme ich dann auch noch so eine leichte Kombination aus Rose Oud wahr. Ich muss sagen, auch das ist richtig angenehm. Also weder die Rose ist zu üppig, aber auch die Oud-Note ist sehr angenehm und vor allem nicht animalisch. In der Basis kommt dann noch etwas Amber mit dazu. Ich nehme tatsächlich auch etwas Opoponax wahr. Opoponax ist ja so eine balsamische Duftnote. Das passt sich meiner Meinung nach eben sowieso der recht trockenen und würzigen DNA perfekt an. Und wir haben auch etwas Maltol. Maltol ist auch so leicht süß und hat immer so einen leicht karamelligen Unterton. Und obwohl Habdan natürlich auch eine gewisse Süße hat, eben unter anderem durch Maltol, Amber, ist das ein Duft, der eher außergewöhnlich für die Marke ist. Denn ich sagte das eingangs schon, wir alle kennen Harrod, Layton und wie sie alle heißen. Und diese Düfte sind ja durchaus für eine sehr deutliche, süße DNA bekannt. Und da schlägt Habdan halt einen anderen Weg ein. Es ist für mich eher so trocken, würzig und orientalisch. Im Dry Down nehme ich übrigens auch noch so eine feine Ledernote wahr und das kommt meiner Meinung nach eben durch die Safrannote. Also zusammengefasst riecht Habdan für mich nach so einer Kombination eben aus Safran und Weihrauch. Dazu nehme ich auch noch ein bisschen Rose und Oud wahr. Die tolle Apfelnote sorgt auch für so eine, ja, erfrischende, aber auch leicht fruchtige Note. Und das Ganze klingt dann im Dry Down auch noch so schön balsamisch und ambriert aus. Und ich finde übrigens auch, dass Habdan ein sehr maskuliner Duft ist. Also dadurch, dass der Duft eben nicht so süß ist und eben eher so würzig orientalisch riecht, finde ich, ist das ein toller maskuliner Duft. Ja, man kann den Duft im Herbst und im Winter jederzeit tragen. Ich finde aber auch, dass Habdan im Frühling durchaus tragbar ist, eben weil der Duft, und jetzt kommen wir zu der Haltbarkeit und zu der Sillage, tatsächlich auch nicht so intensiv ist. Die Haltbarkeit auf meiner Haut ist wirklich gut. Also ich komme immer so circa auf 9 Stunden, ein bisschen mehr vielleicht. Das ist absolut in Ordnung. Was allerdings an mir nicht so gut ist, ist die Sillage. Also der Duft wird eigentlich schon nach einer Stunde ja relativ hautnah. Also man nimmt Habdan immer mal wieder wahr, aber nichtsdestotrotz ist es eher ein, ich würde schon fast sagen, Sillage schwächeres Parfum. Aber ich habe das sowieso auch schon öfter gesagt. Ich bin eben der Meinung, nicht jeder Duft muss außergewöhnlich stark performen. Es gibt so viele Situationen im Alltag, da ist so ein Duft eben ein, ja, Sillage schwächerer Duft auch ideal zu tragen. Also ich kann euch Habdan wirklich sehr empfehlen. Und ich muss auch noch sagen, dass Habdan trotz der nicht ganz so starken Sillage
sehr gut im Umfeld ankommt. Also man wird sehr positiv wahrgenommen. Genau, dann war's das auch schon für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du so Hapdan findest. Schreibt mal gerne was in die Kommentare. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.